Ich möchte beginnen mit einer Frage. Ist es Ihnen auch schon passiert, dass Sie den wahren Wert von etwas oder jemandem erst realisiert haben, als dieses Etwas oder dieser jemand Ihnen abhanden gekommen war? Ja, und ich frage mich, kann es sein, dass es so weit kommen muss mit den Ozeanen, dass wir erst wirklich realisieren und uns wirklich bewusst ist, was die Ozeane für uns und den ganzen Planeten bedeuten und wie sehr das Leben auf dem Planeten von den Ozeanen, von intakten Ozeanen abhängt? Muss es so weit kommen, dass der Ozean eigentlich all diese Funktionen und Dienste nicht mehr erfüllen kann, damit wir begreifen, wie wichtig und essentiell überlebenswichtig er für uns ist? Oder müssen wir zuerst alle ins All fliegen, um das zu verstehen? Wie dieser Astronaut Ron Garan, der realisiert hat, als er dort oben auf unseren Planeten geschaut hat, wie wunderschön er ist und wie lebendig, ein lebendiger Organismus, und dass er aber auch sehr fragil und schützenswert ist. Nun, vielleicht scheint Ihnen dieser Vergleich ein bisschen zu extrem. Die Ozeane sind riesig und die können doch nicht verschwinden. Die sind da und die werden immer da sein und die sind unerschöpflich. Aber wie schnell es gehen kann, um Ihnen das zu illustrieren, dass sich der Zustand wirklich verschlechtert, möchte ich Ihnen an diesem Beispiel der Korallen zeigen. Und zwar ist das ein Bild aus einem Film, das Chasing Coral heißt. Und dort haben Filmemacher und Korallenliebhaber und Wissenschaftler haben dokumentiert, über 3 Jahre lang haben sie unzählige Fotos gemacht, wie sich die Korallen eben verändern und wie sie auch leider ihr Leben verlieren. Sie sehen, Dezember 2014 ging es diesen Korallen noch gut. Da haben sie angefangen auszubleichen, 2 Monate später, und im August war es bereits vorbei. Es kann also ganz, ganz schnell gehen und es passiert jetzt, während wir miteinander sprechen. Innerhalb der letzten 30 Jahre sind 50% der Korallen gestorben und 29% des Great Barrier Reefs sind eben abgestorben. Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass der Great Barrier Reef die größte lebendige Struktur auf dem Planeten ist, die einzige auch, die man aus dem All wahrnehmen kann, und sie erstreckt sich über 14 Breiten und 10 Längengrade, ist das eine eindrückliche Sache. Und wir müssen auch wissen, dass Korallen ganz wichtige Funktionen übernehmen. Sie sind wie Bäume in einem Wald. Und 25% der Lebewesen in den Ozeanen hängen direkt von den Korallenriffen ab. Die Ozeane bedecken 2/3 unseres Planeten, das wissen wir. Wenn wir das jetzt noch dreidimensional betrachten, dann nehmen die Ozeane ein gewaltiges Volumen ein und stellen damit 90%, sage und schreibe 90% des Lebensraumes unseres Planeten. Haben Sie sich schon mal überlegt, wieso 2/3 und wieso nicht die Hälfte? Die Hälfte Festland, die Hälfte Ozeane. Es muss einen Grund geben dafür, dass das so ein riesiger Lebensraum ist. Wir haben jetzt eben sogar 90% einen Lebensraum, das auf dem Planeten bereitstellt. Das passiert nichts ohne Grund und ohne Sinn in der Natur. Es ist eben eigentlich verglichen, wenn wir das einmal dreidimensional betrachten, haben wir das Festland, das ist der äußere Teil, und dann haben wir die Ozeane, das ist wie der innere Teil. Und wir Menschen halten uns ja vorwiegend auf dem äußeren Teil eigentlich auf des Planeten. Und dann eben, wir haben einen inneren Raum und wir könnten ihn auch als einen inneren heiligen Raum betrachten, diese Ozeane. Ich denke, wenn Sie schon mal auf den Ozeanen unterwegs waren, diese Weite gespürt haben oder das Glück gehabt haben, einmal zu tauchen, werden Sie mit mir einig gehen, dass man es als einen heiligen Raum auch bezeichnen kann. Und wie stellen wir uns einen heiligen Raum vor? Ich stelle mir darunter etwas Erhabenes vor, etwas Verehrungswürdiges vor, etwas Harmonisches, etwas Ganzes, Heiles, heilig.
Und auch etwas Stilles. Wir reden ja auch vom stillen Ozean, vom Pazifik ein Stück weit. Natürlich gibt es auch Töne da unten, aber grundsätzlich im Vergleich zum Festland ist es doch ein wunderbares, stilles Reich. Und wenn wir jetzt überlegen, dass diese 2/3 da sind und eine Funktion haben, wenn sie da sind, haben sie einen Grund. Sind sie vielleicht auch da, um das geschäftige Treiben, das wir auf dem Festland haben, auszugleichen? Und wenn wir jetzt schauen, wie viel Lärm und Schmutz und Unordnung wir in dieses Reich hineingebracht haben, können wir unschwer erkennen, dass da etwas wirklich aus der Balance geraten ist. Wir leben auf einem Wasserplaneten, das haben wir wunderbar von Frau Ulrich vorhin gehört. Und unser Körper, wir wissen es, ist ein Abbild in dem Sinn von unserem Planeten. Gut, ich möchte Ihnen kurz sagen, wie ich mir das eingerichtet habe, mit Ihnen heute durch diese Ozeane zu schwimmen. Und zwar möchte ich zuerst aufzeigen, wie viele wirklich essentiell lebenswichtige Dienste die Ozeane auf diesem Planeten übernehmen. Und wenn wir noch einmal darauf zurückkommen, dass sie auch so viel Platz einräumen, dann braucht es auch dieses Volumen, damit sie diese Dienste auch für den ganzen Planeten effektiv wahrnehmen können. Dann werden wir einen Blick werfen auf den sehr ernsten Zustand der Ozeane, wobei ich da niemals alles werde erzählen können, zum Glück auch nicht. Aber ich möchte einige problematische Aspekte herausnehmen und dann möchte ich auch einen Richtungswechsel Ihnen aufzeigen und auf positive Ausblicke eingehen. Die Ozeane sind wirklich Lebensträger und mir gefällt dieses Bild, weil sie tragen wie die Kontinente, sie tragen das Festland im übertragenen Sinn auch, oder auf diesem Bild ist das so dargestellt. Und wir werden jetzt gleich sehen, wie dieses hochkomplexe Ökosystem es fertigbringt, wirklich unglaubliche Dienste für unseren Planeten zu übernehmen. Erstens mal bieten sie einen riesigen Lebensraum. Wissenschaftler schätzen, dass 10 Millionen Arten in den Meeren leben könnten. Im Vergleich dazu wird vom Festland von zwischen 1,5 und 2 Millionen Arten ausgegangen. Ich möchte Ihnen eine Art jetzt kurz vorstellen, und zwar ist das der Pufferfisch. Und das ist ein ganz spezieller Fisch und sehen Sie selbst. Wenn wir das sehen, wird uns klar, warum das der Verlust einer einzigen Art ein 100%iger Verlust ist. Und wir haben keine Ahnung, wie viele wunderbare, einzigartige Wesen sich in diesen Tiefen, in diesem riesigen Reich aufhalten. Und wir wissen wirklich, jeder ist einzigartig und jeder, auch im Menschenreich, jede und jeder hat seine eigenen Talente und seine Gaben einzubringen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diesen Raum schützen. 90% allen Lebens im Ozean lebt in der sogenannten euphotischen, lichtdurchschienenen Zone. Das sind die obersten 183 Meter. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass diese Schicht sauber bleibt, dass das Licht da drin wirklich auch reinscheinen kann und die Funktionen übernehmen kann, die es im Zusammenspiel mit den Lebewesen. Die Nahrungskette beginnt eben mit Hilfe von reiner Sonnenenergie und einer Überfülle von Plankton in den Meeren. Das Phytoplankton, das ist das pflanzliche Plankton, das hat die Fähigkeit, unter Photosynthese seine eigene Nahrung zu erzeugen. Dazu spaltet es die im Meerwasser enthaltenen Mineralsalze und Kohlenstoffe eben bei Sonnenlicht auf und übrig bleiben dann Sauerstoff und organische Stoffe, die dann den Fischen wiederum als Nahrung dienen. Und wenn dieses Plankton sich nicht mehr bilden kann, ist schon mal die ganze Nahrungskette am Anfang kompromittiert. Und wie wir gesehen haben, es braucht das Sonnenlicht dazu. Und deswegen ist es wirklich existenziell wichtig, dass diese Schicht sauber ist, sonst kann dieses Zusammenspiel gar nicht wirken. Die Meere, Ozeane sind für mehr als 1 Milliarde Menschen die primäre Nahrungsquelle
und sie erzeugen fast 75% des Sauerstoffs unserer Erde. Die Ozeane nehmen große Mengen CO2 auf. Diese Menge hat sich seit der Industrialisierung um 40%, also der CO2-Gehalt in der Atmosphäre hat sich um 40% gesteigert seit der Industrialisierung. Das ist zurückzuführen auf das Verbrennen fossiler Stoffe und darunter auch Waldrodungen, was ein zusätzliches Problem ist, weil wir wissen ja, dass die Bäume die größten Umwandler auf dem Festland sind von CO2 in Sauerstoff. Und wir sehen, die Ozeane nehmen davon 1/4 auf. Und das führt das auch zu einem Problem, dass dadurch der Säuregehalt der Ozeane ansteigt, nämlich auch um 30% ist er gestiegen in dieser Zeit, wo wir angefangen haben, diese fossilen Brennstoffe so in großen Mengen in die Atmosphäre zu jagen. Und die kalkschalenbildenden Tiere, also beispielsweise die Korallen, die sind dann durch diese Erhöhung des Säuregehalts im Wasser in dieser Fähigkeit beeinträchtigt. Die Ozeane nehmen uns nicht nur einen beträchtlichen Teil des CO2 ab, denn CO2 fängt auch Hitze ein, sondern die Ozeane absorbieren nämlich sagenhafte 93% dieser Hitze. Wissenschaftler sagen, dass wenn sie das nicht tun würden, wäre die Durchschnittstemperatur auf unserem Planeten bei 68 Grad. Die Ozeane beeinflussen das Klima in 5 wesentlichen Dingen. Sie sind sehr, sehr maßgeblich an der Regulation des Klimas beteiligt. Sie speichern Wärme und Licht und dazu ist zu sagen, dass die Ozeane doppelt so viel Sonnenenergie speichern können wie das Festland und das Wasser auch diese Fähigkeit hat, Wärme länger zu speichern und nur allmählich auch wieder abzugeben. Das macht diese Wärmflasche und Wärmpufferfunktion dann aus und dadurch können sie sehr gut das Klima regulieren. Sie transportieren diese Wärme rund um den Globus und geben das Wasser wieder an die Atmosphäre ab. Und wie gesagt, sie speichern Gase wie Kohlendioxid und tauschen diese mit der Atmosphäre aus. Die Ozeane bieten uns ein wunderschönes Erholungsgebiet, die Meere. Wie wir es schon gehört haben, es ist wundervoll, da zu sein. Und ich kann das bestätigen mit diesem Aufenthalt auf dem Ozean oder auf den Meeren. Ich hatte einmal die Gelegenheit, 3 Wochen mit einem Segelschiff unterwegs zu sein. Und als ich wieder an Land angekommen bin und wirklich Tag und Nacht, mit kurzen Ausnahmen, kam mir alles so hart vor. Der Ozean schaukelt einem wirklich immer in seinen Armen und ich habe wirklich ein paar Tage gebraucht, um mich da wieder daran zu gewöhnen. Man ist so eingehüllt und man wird so gewiegt und einfach in einer Geborgenheit gehalten, das ist unbeschreiblich. Ja, die Ozeane sind eigentlich der Inbegriff der Telekommunikation, wenn wir uns das genau überlegen. Tele heißt fern und Kommunikation heißt gemein machen, teilen mit allen Teilen. Und insofern sind die Ozeane ein riesiges Fernmeldewesen, weil sie durch diese Förderbänder die ganzen Wasserschichten horizontal und vertikal dann auch austauschen und um den ganzen Globus herum wandern. Übrigens, Ozean, das Wort Ozean kommt von Okeanos, das ist ein griechisches Wort auch, und das heißt der die Erdenscheibe umfließende Weltenstrom. Und wenn wir jetzt gehört haben, dass Wasser Informationen speichert und das Wasser einfach überall alles verbindet, also insofern sind die Ozeane auch eine Brücke zwischen den Kontinenten. Sie verbinden das Leben überall miteinander, dadurch, dass wir selber Wasserwesen sind. Übrigens, wir kommen ja auch im Wasser in unser physisches Dasein. Im Uterus sind wir auch im Wasser aufgehoben. Können wir uns überlegen, welche Post geben wir dem Wasser eigentlich ständig mit? Oder? Wir geben ständig irgendwelche Informationen weiter. Das Wasser ist ein wunderbarer Informationsspeicher und über auch unsere Ausscheidungen und auch über die Resonanz geben wir immer Informationen weiter. Wir haben das ja erfahren durch dieses Experiment, das uns Frau Ulrich gezeigt hat, diese 2 Gläser nebeneinander zu stellen. Die haben auch miteinander kommuniziert. Und
nicht zuletzt die Ozeane stellen uns das Süßwasser bereit. Das Süßwasser wird immer wieder durch das salzige Wasser in den Ozeanen gereinigt, durch den Wasserkreislauf, den uns auch Frau Ulrich so wunderbar erklärt hat. Und dann kommt das dann über die Winde und über das Wetter dann wieder zu uns zurück, regnet ab. Aber das Salz in den Ozeanen ist ein riesiger, riesiger Reiniger und ist essentiell wichtig, dass wir überhaupt das Süßwasser für uns zur Verfügung haben. Das sind die größten Süßwasser eigentlich Aufbereiter und Speicher auf unserem Planeten. Ja, und Wasser geht niemals verloren, es verändert einfach seine Form. Es wandert, es ist uralt und dennoch immer wieder frisch. Das muss uns einfach klar sein. Das Wasser ist immer da, immer das Gleiche. Es verändert sich und es reinigt sich wieder und es geht aber niemals verloren. Und wir sind alle durch dieses Wasser auf dem Planeten miteinander verbunden. Gut, ich glaube spätestens jetzt, auch wenn ich vielleicht nicht mal alles erwähnt habe, was die Ozeane für den Planeten übernehmen, sollte uns klar sein, dass wir diesen Lebensraum dringend schützen müssen. Und leider geht es diesem Lebensraum wirklich schlecht. Es ist in einem wirklich ernsten Zustand, es ist wirklich besorgniserregend. Und wir sind die, die das verursacht haben, wir Menschen, und wir müssen es auch wieder aufräumen. Es gibt so viele Quellen der Verschmutzung, dass es einem wirklich Angst und Bang wird. Einiges haben wir schon gehört. Wirklich viele Dinge, die wir von Land einbringen, die die Kläranlagen, auch wenn wir gute Kläranlagen haben, nicht herausfiltrieren können. Ich werde jetzt vorerst auf das Plastikproblem eingehen, weil das sehr aktuell auch ist und immer sichtbarere und größere Ausmaße angenommen hat. Vor ein paar Jahren hätte man dieses Bild vielleicht noch als angemessen anschauen können. Man muss schon genau hingucken, dass man das Plastik sieht. Aber heute, würde ich sagen, sind wir eigentlich wirklich so weit, dass es einfach nicht mehr zu übersehen ist. Und ich denke auch, das ist wirklich eine Chance für uns, dass wir jetzt mit den Auswirkungen unserer Handlungen konfrontiert werden und eine Chance haben, daran was zu ändern und einen Schritt weiter zu gehen, zu merken, okay, diese Richtung funktioniert nicht, wir müssen eine neue einschlagen. 322 Millionen Tonnen Kunststoffe pro Jahr werden produziert weltweit. Und davon landen 10 bis 30 Millionen Tonnen jährlich im Meer. 140 Millionen Tonnen Plastik treiben nach wissenschaftlichen Schätzungen in den Ozeanen und 80% von dieser Verschmutzung kommt vom Festland. Und es gibt Schätzungen, die uns voraussagen, dass im Jahr 2050 mehr Plastik als Fische in den Ozeanen schwimmen wird. Das Plastik sammelt sich, das haben Sie sicher schon gehört, in diesen großen Müllstrudeln. Und aufgrund auch eben dieser Meeresströmungen, die wir vorhin kurz angeschaut haben. Wieso haben wir das Plastik in so großen Mengen? Es ist billig, hat ein geringes Gewicht, es hat durchaus gewisse Vorteile, aber es weist auch ziemlich viele Nachteile auf. Und der allererste ist eben, es ist nicht natürlich und deswegen kann es nicht zurück in den natürlichen Kreislauf, wie es uns die Natur eigentlich vormacht. Alles in der Natur ernährt das Leben das Leben. Es gibt nicht wirklich Abfall in der Natur. Der Abfall auf den ersten Blick dient immer einem weiteren Zweck. Das ist wirklich perfektes Design, so wie es nur die Natur hervorbringen kann. Und dabei dürfen wir nicht vergessen, wir sind auch ein Naturprodukt. Wir sind nicht ausgenommen. Und deswegen sind wir auch bestimmt in der Lage, natürliche Produkte herzustellen, uns natürlichen Produkten zu bedienen. Welche massiven Auswirkungen das hat, möchte ich in einem kurzen Clip Ihnen illustrieren. Ja, ich möchte da noch anfügen, dass diese Doku, das heißt die Plastikflucht der Meere, ist schon 4 Jahre alt, deswegen wird dort noch von 6 Millionen Tonnen gesprochen. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, es sind schätzungsweise zwischen 10 und 30 Millionen. Also wir sehen, in so kurzer Zeit hat diese Masse wahnsinnig viel schon zugenommen. Jetzt, was hat das mit uns zu tun, all dieses Plastik in diesen Meeren? Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass auch jetzt ich, die in der Schweiz lebe, wir sind schon versucht zu sagen, ja, also wir haben ja nicht mal eine Küste. Jetzt hier in Deutschland ist das naheliegender.
wie kann das passieren? Und wir müssen einfach auch erkennen, dass wir ganz viel Plastik verbrauchen. Und zwar global 35 Kilo pro Kopf und Jahr. In Westeuropa sind wir ziemlich auch weit oben in dieser Rangliste, aber die Schweizer, die schlagen alles, die sind praktisch zuvorderst. Oder? Wir haben zwar vorbildliche Kehrichtverbrennungsanlagen und Müllabfuhr und Trennen und Recyceln ganz fleißig, aber wir produzieren auch sehr viel Abfall. Und wenn wir uns jetzt vergegenwärtigen, 1/3 stammt aus Verpackungen und 95% dieses Verpackungsmaterials aus Plastik wird nur einmal genutzt. Und wenn wir jetzt auch gehört haben, dass Plastik sich eigentlich nicht abbaut, nicht wieder in den natürlichen Kreislauf sich einfügen kann, ist das ein wahnsinniger Widersinn, dass wir Dinge, die wir eigentlich nur ganz kurz brauchen, aus etwas produzieren, das in der Natur nicht wiederverwertet werden kann und immer noch da ist. Seit wir das erste Plastik produziert haben und es in die Umwelt gelangt ist, ist es eigentlich immer noch vorhanden. Also der ganze Plastikmüll, der nicht verbrannt und nicht wiederverwertet wurde, der ist noch da. Und weg müssen wir uns ja sowieso klar machen, weg gibt es nicht. Weg wohin? Weg, wir haben diesen Planeten und wenn es aus unseren Augen ist, ist es deswegen nicht weg, es ist immer noch irgendwo da. Und wir haben dafür die Verantwortung und es hat eine Auswirkung. Es macht eine Auswirkung, wenn nicht vor unseren Augen, aber wir haben es jetzt gesehen, garantiert in der Lebenssphäre von anderen Lebewesen. Und weil alles miteinander verbunden ist, betrifft es uns letztlich auch wieder. Eben, es landet dann je nachdem auf irgendwelchen Deponien. In anderen Ländern gibt es nicht so gute Kehrichtverbrennungsanlagen. Es landet auf den Deponien, über die Winde, über die Flüsse. Am Schluss landet alles in den Ozeanen. In der EU sind es insgesamt 70%, die auf Deponien landen vom Abfall. Und wir müssen uns nicht wundern, wenn das am Schluss seinen Weg in die Ozeane findet. Und was es dort für Auswirkungen für die Tiere hat, das möchte ich Ihnen jetzt auch anhand eines Beispiels in einem kleinen Filmausschnitt illustrieren. Ja, wir sehen, es ist wirklich ein dramatisches Ausmaß, was diese Verschmutzung angenommen hat. Und dieser Ausschnitt ist übrigens aus dem Film Plastic Ocean entnommen. Wir sind wirklich aufgerufen, da eine Änderung vorzunehmen, weil die Natur einfach nicht mehr mit diesem Müll umgehen kann. Es ist unmöglich, diesen Müll zu verarbeiten oder irgendwie zu integrieren. Wir haben von der World Foundation for Natural Science einen Informationsfolder zum Thema Plastik wieder neu überarbeitet, aufgelegt. Wir hatten schon vor Jahren einen herausgebracht und wir legen Ihnen wirklich ans Herz, sich mit diesen Foldern einzudecken. Sie können da ganz viele interessante Informationen darüber entnehmen, über dieses Thema, über diese Problematik und auch Tipps, was Sie tun können, um hier einen positiven Unterschied zu bewirken. Wir sehen also, es gibt wirklich eine Verbindung zwischen allem. Das haben wir heute schon mehrmals gehört. Und wichtig ist wirklich auch dieser Vergleich, den Frau Ulrich gebracht hat. Wenn wir die Meere und das Wasser verschmutzen, es ist wie wir unser eigenes Blut verschmutzen würden. Es ist das Blut des Planeten und es fließt auch eigentlich in unseren Adern. Wie sehr das sich ähnelt, auch das Meerwasser mit unserem Blut, kann man auch daran ablesen, dass während dem Zweiten Weltkrieg in Lazaretten auch abgekochtes Meerwasser gebraucht wurde, um Blutkonserven zu strecken. Ein weiteres Problem, das die Ozeane sehr belastet, ist eben diese Überfischung. Ich glaube, niemand von uns könnte sich vorstellen, auf dem Festland zu leben ohne Bäume. Auf einem kahlen Festland. Und doch steuern wir gerade darauf zu, dass die Ozeane irgendwann mal ohne Fische sein werden. Und es ist klar, dass sie dann ihre Funktion nicht mehr wahrnehmen können. Genauso wenig wie wir auf dem Festland ohne Bäume leben könnten, können wir auch nicht mit Ozeanen ohne Fische leben. Dieser Raubbau hat dazu geführt, dass die Populationen auch massiv reduziert wurden. Beispielsweise die großen Raubfische, die Thun
Und Schwertfische und die Segelfische, das ist eine Reduktion von 75% zu verzeichnen. Und auch die Artenvielfalt hat massiv abgenommen. Laut der Roten Liste hat sich in den letzten Jahren dieses Artensterben verdoppelt und in den letzten 50 Jahren, seit 1950 oder 60 Jahren, sind 65 bis 90 Arten, marine Arten ausgestorben. Ein großes Faktor da drin sind diese ganzen Subventionierungen, jetzt in der EU zumindest. Und einfach um das mal zu illustrieren, wie widersinnig wir Menschen zum Teil mit vorgehen in gewissen Dingen, könnte man jetzt das Beispiel Deutschland herauspflücken, weil da übersteigen eigentlich die Subventionen, das investierte Geld, den Ertrag, der durch die Fischerei herauskommt, oder? Und wenn man bedenkt, was dabei alles kaputt geht, muss man sich wirklich überlegen, ob das Sinn macht. Das macht keinen Sinn. Und ein erster Schritt wäre zum Beispiel, die Subventionen auch für die Kraftstoffe zum Betreiben dieser Fischereitrawler einmal einzustellen. Oder? In Spanien hat man massiv jahrelang auch subventioniert, um die Arbeitslosigkeit abzuwenden, weil viele Menschen natürlich von der Fischerei auch abhängig sind. Aber es geht auch anders. Norwegen ist so ein Beispiel, die haben seit Jahren eine Fangbeschränkung, die haben so Gesamtzahlen für einzelne Fischarten, die dürfen nur bestimmte Quoten fangen, sie dürfen keinen Beifang zurück ins Meer werfen und einzelne Meergebiete werden gesperrt. Und sie haben dann auch zeitliche Fangbeschränkungen und werden auch sehr, sehr streng kontrolliert. Die müssen auch immer ortbar sein und die Fischbestände haben sich erholt. Es wäre genug da, wenn wir nicht aus Gier einfach die Umkehrung des Gesetzes praktizieren würden, eben nehmen, anstatt erstmal zu geben und im Vertrauen eigentlich zu sein, dass wir wirklich gut ernährt werden, dass wir genug haben, dass genug für alle da sind. Wir haben es heute schon mal gehört, es wäre eigentlich genug für alle da. Jetzt kann man natürlich fragen, ja, die Fischzucht, ist das eine Alternative? Mittlerweile kommt jeder zweite Fisch aus der Fischzucht. Wir merken das gar nicht so, dass so viele Fische verschwunden sind, weil in den Geschäften kann man ja immer noch alles kaufen. Das hat damit zu tun, dass eben ganz viel Fisch mittlerweile aus der Zucht stammt. Und das Problem bei der Fischzucht ist allerdings, dass für 1 Kilogramm Zuchtfisch durchschnittlich 4 Kilogramm Fischmehlfutter gefüttert werden muss. Das heißt, wir kommen dann vom Regen in die Traufe. Dann, wenn es konventionelle Fischzuchten sind, wird da massiv Antibiotika zugegeben, Medikamente, weil die Fische natürlich unnatürlich nah aufeinander sind, die werden unnatürlich gehalten, das ist eigentlich auch eine Tierquälerei. Es gibt eine Verdreckung, eine Überdüngung auch in diesen Gehegen. Und was auch noch dazu kommt, zum Teil werden die dann auch mit pflanzlichem Futter gefüttert und das hat auch Pestizide enthalten, diese pflanzlichen Futter. Und der Omega-3-Gehalt beispielsweise von gezüchtetem Fisch, der auch mit pflanzlichem Futter gefüttert wurde, ist deutlich reduziert. Und dazu kommt auch, dass diese ganzen Aquakulturen die Umwelt zerstören. Die werden vornehmlich in Gebieten, wo Mangroven sind, in Küstengebieten erstellt. Und die werden dann, Mangroven sind Kinderstuben für die Fische. Und beispielsweise in Ecuador wurden 70% der Mangroven zerstört. Und auch durch diesen massiven Einsatz von eben Pestiziden, Antibiotika wird die ganze Umwelt, das geht ja alles ins Wasser, das löst sich ja nicht in Luft aus. Also, und überhaupt, wieso müssen wir Fisch in solchem Ausmaß züchten? Das ist einfach nicht natürlich. Wenn wir verantwortungsvoll und nachhaltig fischen, müssten wir gar keinen Fisch züchten auf diese Art und Weise. Dieses scheinbar unerschöpfliche, wunderschöne Reich ist jetzt, und ich habe Ihnen wirklich nur 2 kleine Ausschnitte jetzt gezeigt. Man könnte sich jetzt, wenn wir nur schon anfangen würden mit der radioaktiven Verschmutzung und auch, wir haben gehört, die ganze chemische Verschmutzung durch giftige Chemikalien und die Verschmutzung durch den Lärm, wir könnten ohne Probleme da sehr lange weiter darüber reden, aber ich möchte das nicht. Ich möchte Ihnen einfach sagen, es ist wirklich ernst. Die Ozeane sind in einem dramatischen Zustand und die haben schon ganz viel aufgefangen und ausgehalten und das kann dann irgendwann
ganz schnell kippen. Es muss uns einfach klar sein. Wenn wir auch jetzt das Gefühl haben, ja, bis jetzt hat es ja immer noch funktioniert, es hat ja immer noch, geht ja immer noch. Es gibt mittlerweile auch viele tote Zonen in den Meeren, wo praktisch kein Leben mehr möglich ist. Das muss uns auch klar sein. Das gibt es bereits. Und irgendetwas ist schiefgegangen in unserer Beziehung zu den Ozeanen. Und ich habe mich wirklich auch gefragt, ist der Zustand der Meere ein Spiegel des Bewusstseins der Menschheit? Weil wenn wir eine liebevolle oder eine Beziehung haben zu etwas oder zu jemandem, dann ist es doch unser erstes Anliegen, dass es diesem Menschen oder diesem Tier oder diesem Raum einfach gut geht, dass der intakt bleibt, dass es ihm wohl ist und dass er unversehrt bleibt. Und die Frage ist jetzt wirklich, warum eigentlich? Was haben wir hier verpasst? Kann es sein, dass die Ozeane halt einfach nicht, es ist natürlich nicht so sichtbar, die Auswirkungen sind nicht sofort sichtbar von unserem Handeln. Und dazu kommt, die Ozeane sind eigentlich, vor allem die Hohe See, muss ich jetzt sagen, einerseits Niemandsland und gleich jedermannsland. Und wir fühlen uns einfach nicht genug zuständig. Aber uns muss klar werden, wir müssten uns einfach bewusst machen, dass die Ozeane genauso Teil unseres Lebens sind wie unser Garten, wie unsere Familie. Und wenn uns das mal klar ist und dass die auch unsere Zuwendung brauchen, vor allem unseren Schutz, unsere Fürsorge und ein liebevoller Umgang mit diesem Reich, und ich denke, das sollte ja nicht so schwierig sein, wenn wir jetzt gesehen haben, was die Ozeane alles für lebenswichtige Funktionen auf unserem Planet übernehmen und erfüllen, und dass wir ohne sie auf diese Art und Weise hier nicht existieren können. Es ist wirklich auch die Frage der Dankbarkeit, die hier aufkommt. Und im Moment sieht es wirklich so aus, dass wir an unserem eigenen Ast sägen, da wo wir drauf sitzen. Wenn wir so weitermachen, könnte man es auch so formulieren, wenn wir unsere Richtung nicht ändern, werden wir schließlich dort enden, wo wir darauf zusteuern. Und das muss uns klar sein. Und eigentlich wäre es ja gar nicht so schwierig, wenn wir einfach die Natur wieder als Vorbild nehmen. Weil die Natur macht es uns wunderbar vor. Da unterstützen die Elemente einander freundschaftlich. Und ich möchte Ihnen einen ganz wirklich kurzen Ausschnitt zeigen, wie das in der Natur vorgehen kann. Und zwar in den Ozeanen. Und das ist ein kleiner Ausschnitt aus dem Film Chasing Coral. Und es gibt ja auch erfolgreiche Beispiele, wie die Mensch mit der Natur zusammenarbeitet. Wenn wir schon nur an die wunderschönen Tulpen denken, die gezüchtet wurden über die Jahre, von Menschen, die wirklich die Liebe für die Natur haben, ist so vieles möglich. Und ein Ansatz, der in diese Richtung schon bereits sehr viel erreicht hat, ist dieser Cradle-to-Cradle-Ansatz. Da geht es eigentlich darum, anstatt von der Wiege zur Bahre, eben von der Wiege bis zum Abfall eigentlich, der Produktion von einem Produkt bis zum Abfall, von der Wiege zur Wiege zu produzieren, gemäß dem Prinzip der Natur. Und dort bedeutet eben Abfall Nahrung. Das ist eben so. Die Natur, das Leben ernährt das Leben. Das ist eigentlich das Prinzip, oder? Und Abfall wird dann wieder Nahrung für irgendeinen anderen Mitspieler auf diesem großen, wunderbaren Lebensraum, unserem Planeten. Die Sonnenenergie wird genutzt und die Vielfalt wird gefördert. Und es gibt diesen biologischen Kreislauf. Es wird ein Produkt produziert, es wird genutzt und es wird aber schon am Anfang, wenn man es produziert, überlegt, wie kann es sich wieder in diesen biologischen Kreislauf einfügen, dass er sich gefahrenlos zersetzt und dem Leben irgendwie wieder dient. Es wird eigentlich schon am Anfang überlegt, und nicht nur, wie kann es nicht schaden, sondern wie kann es dem Leben auch dienen und etwas wieder mitgeben, damit sich das weiterentwickeln kann. Und ich habe es gestern erfahren, dass zum Beispiel C&A jetzt T-Shirts genau nach diesem Prinzip herstellt. Oder? Und diese T-Shirts können auf dem eigenen Kompost sicher, natürlich, also innerhalb von 12 Wochen
wieder zurück in den Kreislauf gegeben werden. Es ist möglich, solche Dinge zu produzieren. Und ich denke wirklich, wenn ich mich jetzt so damit beschäftigt habe, es gibt ganz, ganz viele tolle Entwicklungen, die uns wirklich Mut und Hoffnung machen können. Ich möchte jetzt da nicht noch mehr Details Sie mit Sachen da überhäufen, aber es ist wirklich nachhaltig produziert und Sie können sich selber da informieren und ein Bild machen, wie das genau funktioniert. Es wird aus Bio-Baumwolle sind diese T-Shirts hergestellt. Es gibt dann auch bei diesem Cradle-to-Cradle-Prinzip diesen technischen Kreislauf, wo es darum geht, auch Dinge, die nicht zurück in den biologischen Kreislauf geben, dass man die aber von Anfang an so produziert, dass man sie wieder auseinandernehmen, zurückgeben kann und daraus dann aber doch wieder neue Produkte hergestellt werden können. Auch hier entsteht kein Abfall. Gut, wenn wir uns jetzt überlegen, dass wir in Westeuropa um die 90 Kilogramm Abfall pro Kopf pro Jahr produzieren und es eine Dame gibt, also diese Zero-Waste-Bewegung, die ist ja sehr groß eigentlich auch im Kommen, und es gibt eine Dame, die heißt Bea Johnson, das ist eine Französin, die lebt in Amerika und die produziert mit ihrer 4-köpfigen Familie pro Jahr, sage und schreibe, ein solches Einmachglas, nur ein solches Einmachglas voll Abfall. Und ich denke, wenn wir uns das anschauen, dann ist doch da dazwischen ganz, ganz, ganz viel möglich. Also ich finde, das ist so, das zeigt uns auf das Spektrum, dass wir wirklich sagen können, okay, wir können irgendwo anfangen, irgendwelche Schritte zu tun und etwas zu verändern. Wenn man zu viert eigentlich nur so wenig Abfall produzieren kann, können wir doch sicher von diesen 90 Kilogramm einige Kilogramm reduzieren. Und ein möglicher Anfang, um ein konkretes Beispiel zu nennen, wäre zum Beispiel, die Plastikflaschen in unserem Haushalt zu reduzieren. Und wenn wir überlegen Sie sich selber, wie viele Plastikflaschen haben Sie schon nur in Ihrem Badezimmer, wo vielleicht ein Duschgel drin ist, ein Haarshampoo. Und wenn wir dann noch über das Badezimmer hinausdenken, dann werden wir sehen, dass wir da ganz, ganz schnell bei einer hohen Anzahl landen. Und man könnte und man kann einfach ein Stück Seife nehmen, für den Körper, aber auch für die Haare. Und Herr Hausmann hat es heute gesagt, wir haben über die Nachfrage wirklich einen großen Einfluss. Wir können steuern, was uns auch angeboten wird als Produkte. Und wenn wir diese Produkte nicht mehr kaufen, dann werden sie irgendwann mal auch verschwinden. Abgesehen davon, dass wir auch Briefe schreiben können und wirklich auch Dinge verlangen können, dass sie uns zur Verfügung gestellt werden. Aber wir müssen irgendwo mal anfangen. Ein anderes Beispiel ist die Zahnpasta. Wer weiß schon, was in der Zahnpasta wirklich drin ist und was wir damit wieder in den Wasserkreislauf weitergeben? Da ist es doch besser, ein natürliches Produkt zu nehmen, wie beispielsweise Xylit. Und ich sage das aus eigener Erfahrung, wenn man irgendwo mal anfängt, das ermutigt einen, einfach weiterzumachen, weil man das gute Gefühl hat, dass man der Natur eben keinen Schaden zufügt und sich selber natürlich auch nicht. Und das beflügelt einen auch, neue Ideen anzupacken, neue Dinge auszuprobieren und dann auch mit anderen zu teilen. Und noch ein kleines Beispiel mit diesem Coffee to go, das ja eigentlich überall jetzt praktiziert wird. Allein in Deutschland werden 320.000 Becher pro Stunde konsumiert von diesen Bechern. Und nur jeder 4. Becher überhaupt wird recycelt. Und jetzt ist man aber schon so weit, ich habe das erst gerade gelesen, in der Schweiz, zum Beispiel Starbucks, wenn man einen Mehrwegbecher mitbringt, bekommt man eine Preisreduktion von 80 Rappen auf das Getränk. Oder? Und auch andere, zum Beispiel das Spettacolo in der Schweiz, das weiß ich jetzt gerade, die geben einen ein Upgrade auf das nächstgrößere Getränk, wenn man seinen eigenen Becher mitbringt. Und das sind ganz kleine Dinge, die wirklich keinen Aufwand kosten eigentlich, die einen riesigen Unterschied schon machen. Und ich möchte Sie wirklich ermutigen, dass wir da jeder für sich einfach irgendwo mal auch mit Experimentierfreude anfängt und sagt, okay, mal sehen, was ich jetzt da wirklich verändern kann. Und es macht wirklich Freude, auch sich darüber auszutauschen. Es gibt auch immer mehr verpackungsfreie Einkaufsläden. In Deutschland sehen Sie mal, wie viele es bereits davon gibt. Das ist fantastisch, auch in der Schweiz. In Österreich bin ich überzeugt, gibt es auch welche und das ist wirklich im Kommen.
Da kann man mit seinen eigenen Behältern hingehen und verpackungsfrei einkaufen. Und per 2025 gibt es eine Forderung der EU, dass nur noch 40 Tüten pro Kopf konsumiert werden können pro Jahr. Und Deutschland ist eigentlich schon auf einem recht guten Weg dazu. In der Schweiz seit einem Jahr sind die Plastiktüten gebührenpflichtig in der Schweiz, diese Gratistüten, die an der Kasse abgegeben wurden. Und nur dadurch, dass eine Gebühr von 5 Rappen erhoben wurde, ist die Nachfrage oder ja, 80% eingebrochen. Und dadurch allein, einer der Großverteiler ist Coop, spart dadurch allein pro Jahr 850 Tonnen Plastik ein. Und Kenia hat das absolut schärfste Gesetz überhaupt auf der Welt. Die belegen wirklich nicht nur Hersteller, sondern auch Besitzer von Plastiktüten mit drakonischen Strafen. Jetzt nicht den Mann von der Straße und die Frau von der Straße, aber die sind jetzt wirklich massiv, gehen die gegen diese Verseuchung von Plastik in ihrem Land vor. All diese Dinge, das sind nur ein paar einzelne Beispiele, es geschieht wirklich etwas. Und das sollte uns Mut machen, wirklich einfach auch alles Mögliche anzupacken, damit nicht mehr so viel Schmutz und Müll in unsere Meere, in unser Wasser hineinkommt. Es gibt auch diese Projekte, die natürlich das Plastik, das ist auch ganz wichtig, wieder aus dem Ozean entfernen wollen. Einerseits das ist dieses Pacific Garbage Screening, das sind eine Gruppe in Aachen und das sehr bekannte hier, das ist das Ocean Cleanup um diesen Boyan Slat aus den Niederlanden. Und dieses Ocean Cleanup, die haben ehrgeizige Projekte, die sagen, dass sie innerhalb von 5 Jahren 50% des größten Müllstrudels herausfischen wollen und kombiniert mit einer Reduktion der Einführung des Plastiks in die Meere haben sie auch eine Prognose, dass sie eigentlich bis 2050 sogar sämtliches Plastik aus den Meeren wieder rausholen wollen. Was natürlich dann gibt, das Plastik ist auch auf dem Meeresgrund zum Teil. Ich denke, es geht da bei der Zahl natürlich auch um das Plastik, was überhaupt nach oben aufschwimmt. Das muss man schon auch so verstehen. Es gibt aber auch schon gute Bestrebungen in Sachen Meeresschutzzonen. Das ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil. Da werden bestimmte Meeresteile geschützt oder die menschlichen Einflüsse werden reguliert, limitiert. Man kann zum Beispiel nur noch schwimmen, aber nicht mehr fischen in einem bestimmten Gebiet. Und man hat festgestellt schon lange, dass es eine Quelle der Reproduktion und Verbreitung von Fischarten ist. Die Biodiversität wird erhalten in diesen Gebieten. Und das sind strategische Orte für die Wiederherstellung des Gleichgewichts der Meeressysteme. Und jetzt beispielsweise im Great Barrier Reef hat man in Meeresschutzzone festgestellt, dass die Größe der Fische um 28% zugenommen hat, die Anzahl um 166% und die Vielfalt um 21%. Zurzeit sind 6,35% der Meere geschützt und es gibt dieses Ziel der UNO, dass bis 2020 10% der Meere unter Schutz stehen sollen. Vor noch ein paar Jahren schien das komplett utopisch, dass wir das jemals erreichen würden, aber jetzt, in den letzten paar Jahren, sind immer mehr Schutzzonen erstellt worden. Auch da, oder? Gehen wir in die richtige Richtung. Natürlich, im Vergleich auf dem Festland ist schon einiges mehr unter Schutz gestellt. Aber das hat wirklich, ermöglicht wirklich eine Erholung der Bestände in diesen Zonen und interessanterweise auch in den umgebenden Zonen können sich die Fischpopulationen zum Teil auch erholen. Also, wird die Natur frei von menschlichen Störungen sich selbst überlassen, stellt sie die natürliche Ordnung wieder her. Wäre es nicht schön, wenn wir von uns selbst sagen könnten, dass wir nicht einfach nur Störfaktoren sind in einem ganzen Ablauf, sondern dass wir konstruktive Mitspieler sind. Und dafür sind wir eigentlich wirklich auch befähigt, dass wir das können, wenn wir mit Herz und Liebe und Dankbarkeit und Respekt uns eigentlich in Beziehung gehen zu diesem wunderbaren Lebensraum und zu diesen wunderbaren Tieren. Und es gibt Modelle, wo jetzt wirklich auch klar gesagt wird, wir bekommen unendlich viel von den Ozeanen, ganz viele Gaben. Wir müssen einfach schauen, dass wir unsere
Verhalten verändern, nachhaltig nutzen, eben Schutzgebiete, Abfallmanagement, Recycling und diese Bedrohungen da abzufedern. Und ich denke, das ist wunderbar, dass wir jetzt in diese Richtung auch gehen, aber das Zentrale am Ganzen ist wirklich, dass wir Liebe und Dankbarkeit damit einfließen lassen. Weil wenn wir aus einer Haltung von Liebe und Dankbarkeit im vollen Bewusstsein, was wir tagtäglich in jeder Minute bekommen und wie wir ernährt und erhalten werden, dann können wir eigentlich nicht mehr solche Auswirkungen zeitigen, wie wir sie jetzt heute, wie wir jetzt damit konfrontiert sind. Denn was man liebt, zerstört man nicht. Das wissen wir. Jeder Einzelne von uns weiß das. Jeder hat irgendjemand, der ihm lieb und teuer ist. Und dem würde er nie irgendein Leid zufügen wollen. Also muss uns einfach klar sein, die Ursache ist wirklich, wie wir es gehört haben, in unserem Bewusstsein, in unserer Haltung. Und wenn wir in dieser Haltung vorgehen, wollen wir automatisch die Dinge verändern. Wir wollen automatisch nicht mehr irgendwie Plastik in die Umwelt bringen. Es ist einfach so. Und um zum Abschluss zu kommen, möchte ich euch eine wunderbare Geschichte mit Ihnen teilen, eigentlich noch, die ich kürzlich erfahren habe, als ich im südlichen Sizilien war. Und das ist die Geschichte von Homerus. Und das ist wirklich eine Liebesgeschichte. Und Homerus ist eine echte Karettschildkröte. Und die sind vom Aussterben wirklich bedroht, diese echten Karettschildkröten. Und es gibt in Italien viele Auffangzentren für diese Schildkröten. Fischer können da Schildkröten, verletzte Schildkröten hinbringen, die sie mit Beifang gefangen haben, oder auch aufmerksame Menschen, die in den Meeren unterwegs sind und eine verletzte Schildkröte irgendwo finden, die können sie in diese Zentren bringen, wo vor allem Freiwillige tätig sind, auch Tiermediziner, Veterinäre, die diese Schildkröten dann operieren. Sage und schreibe wirklich eigentlich ihnen das Leben retten. Und das ist jetzt diese Stazione Marittima auf Lampedusa. Und wir hatten Gelegenheit, da reinzugehen und uns ein Bild zu machen, wie die da arbeiten. Die haben da wirklich einen Röntgenapparat auch, wo sie die Schildkröten, wenn die zu ihnen kommen, röntgen. Da sieht man auch Bilder, wo man die Angelhaken sieht, die Angelleinen. Und die können sie dann dort, sie haben einen kleinen OP, wo sie diese Tiere von diesen eigentlich lebensbedrohenden Gegenständen befreien. Sie operieren denen auch Plastik aus den Mägen raus. Das sieht dort so aus. Sie haben große Wasserbecken, wo die Schildkröten sich aufhalten. Und die operieren ihnen eben, da sehen Sie zum Beispiel die Plastikmenge, die aus einem Magen einer Schildkröte herausgeholt wurde. Und Homerus ist dorthin gekommen 2008 und hatte eine Verletzung auf dem Rückenmark, auf dem Panzer. Die hinteren Flossen waren gelähmt und in einer vorderen Flosse, die war gebrochen. Also sie hatte nur noch eine Flosse und konnte dadurch nicht mehr im Meer schwimmen. Die haben diese Schildkröte 9 Jahre in dieser Station behalten und haben, weil sie wussten, bei den Schildkröten wachsen offenbar die Knochen nicht mehr zusammen, wussten sie, damit die Schildkröte überhaupt wieder überlebensfähig sein kann im offenen Meer, muss sie die Muskulatur aufbauen können. Und dann haben sie mit ihr, Sie sehen es hier, sie hat da eine Leuchtweste an, diese Schildkröte. Ich habe leider kein besseres Bild nirgendwo gefunden, ich habe das dort abfotografiert. Haben sie immer wieder im offenen Meer mit dieser Schildkröte sind sie geschwommen. Bis sie nach 9 Jahren so weit war, dass sie die Muskulatur so weit wieder aufgebaut hatte, dass sie lebensfähig war im offenen Meer. Und diese Schildkröte ist hier von Lampedusa weggeschwommen und hat es geschafft, bis nach Tunesien, bis nach Libyen zu schwimmen. Und dann war die Sendeleistung einfach aufgebraucht. Aber vielleicht, wir hoffen, wir gehen davon aus, dass sie jetzt noch lebt. Und das ist nur möglich gewesen, weil Menschen da waren, die wirklich mit Hingabe und Liebe einfach diese Vision aufrechterhalten haben und eben diese Hingabe für ein einziges Exemplar. Jedes Exemplar ist wichtig. Ich finde das so, so berührend. Und dass diese Schildkröte, der wurde ein zweites Leben geschenkt, einfach weil Menschen da waren, denen es nicht egal war, die sich gekümmert haben.
Und damit möchte ich eigentlich auch schließen. Wir wissen, es braucht gar nicht alle, es braucht nicht der Hinterste und Letzte. Wir können anfangen, wir können eine riesige Wellenbewegung auslösen, einfach durch die Liebe und durch die Dankbarkeit. Und das ist dieses Wasserkristall, das bei Herrn Emoto herausgekommen ist, also das Wasser mit dieser Energie informiert hat, Liebe und Dankbarkeit. Und das ist wirklich der Schlüssel für die Heilung unserer Ozeane, für die Wiederherstellung der natürlichen Ordnung auf unserem Planeten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.